Ich zeige dir heute die Anleitung für eine Pop-up Flashcard. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Erinnerst du dich noch an meine Abstimmung zum Geburtstag? Welche Kartenanleitung wollt ihr sehen? Und ich hatte dann 3 Karten, die etwas können, aus meinen Geburtstagskarten ausgewählt und gezeigt. Das war einmal die Karte von Jessica mit diesem Leporello, dann die Karte von Annalena. Aufmacht, kommt hier so Pop-up entgegen. Du bist einfach bärenstark. Und dann war es die Karte von Heike, diese Pop-up Flashcard. Zumindest denke ich, sie könnte so heißen, weil sie flasht einen förmlich. Jo, ihr habt abgestimmt und ihr habt euch reichlich beteiligt. Ich danke euch ganz herzlich dafür und ich weiß jetzt, ich werde sie alle 3 machen, aber ich fange damit an, mit dieser Pop-up Flashcard. Habe schon mal ein Muster gebaut mit der Schneckenpost, Glück per Post, und dann geht so auf, schönen Geburtstag, Eilmeldung, Geburtstage verlängern offenbar das Leben. Studien belegen, dass Menschen mit mehr Geburtstagen länger leben. Zu spät, aber mit Liebe bringt die Schnecke noch die Geburtstagsgröße. Jo, mit Schnecke habe ich sie jetzt gezeigt. Die andere habt ihr auch gesehen von Heike und heute zeige ich sie mit dem Hühnerhof. Mit dem Stempelset Das Gelbe vom Ei und dem Geburtstagshuhn und den 100 guten Wünschen. Da habe ich ja schon mal so eine ganze Serie an Hühnern angelegt und die wollen ja jetzt auch verarbeitet werden. Also, meine Anleitung kommt jetzt zur ersten von diesen 3 Karten. Am besten du legst dir alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst dafür Farbkarton. Ich habe Faungrün genommen in den Maßen 14,5 x 21 cm und in der Mitte gefalzt. Außerdem brauchst du 2 Stück Designerpapier in 14 x 10 cm. Ein Stück habe ich schon außen aufgeklebt, so rum. Und wenn wir es umdrehen, hier innen kommt das zweite Stück hin. Also jeweils, wenn es vor uns liegt, auf die rechte Seite das Stück Designerpapier geklebt. Was brauchst du noch? Für den Mechanismus ein Feld in 13 x 6 cm, das werden wir dann gleich bearbeiten. Und für Innenreihen auch nochmal eine Abdeckung oder Einlage, das ist dieses Stück hier innen, dieses, in den Maßen 14,5 x 13,5 cm und gefalzt wird es bei 7,5 cm. Dafür brauchst du noch 2 Auflagen. Ich habe einmal Designerpapier genommen in den Maßen 5,5 x 14 und einmal 14 x 7 cm. Wichtig ist, dass das gut gepresst vorher gut glatt ist. Ich lege das nochmal einmal herunter, dass sich da nicht was wellt. Ein bisschen irritiert, wahrscheinlich ist der Druck bei der Karte zu groß, dass sich da einfach was wellen kann. Dann kannst du zuschneiden 2 Felder für innen drin. Ich habe sie genommen, weil ich die Stanzformen genommen habe von der Schneckenpost. Sind meine Felder 6,5 x 6,2 cm und das Weiße dann ausgestanzt. Oder du nimmst einfach 2 Felder in 6,5 x 6,5 in Farbkarton und in Weiß in 6 x 6 cm. Jo, Karte haben wir also schon angefangen. Geht's los. Ich hatte gefalzt bei 10,5 aufeinander. Die 2 Stück Designerpapier, eins außen, eins innen, aufgeklebt. Dieses Stück, was hier gerade gepresst wird, die Einlageabdeckung für innen, stellen wir uns schon mal vor, wird nachher hier so reingeklebt. Hier kommt der Mechanismus hin und den falzen wir uns jetzt. Dafür brauchen wir den Papierschneider, mit dem man auch falzen kann. Du erinnerst dich, das Stück ist 13 cm x 6 cm und wir falzen jetzt, brauchen Falzlinien an der langen Seite jeweils bei 3, bei 6, bei 9 und bei 12 cm. Und wir haben dann übrig auf dieser Seite eine Klebefläche und auf dieser Seite eine Klebefläche.
Wir brauchen Diagonalen. Die mache ich jetzt mal wieder so. Die letzten hatte ich mit dem Falzbrett gemacht, aber jetzt ziehe ich mal hier einfach 2 Schrägen. Also hier ist die Klebefläche. Da mache ich schon mal doppelseitiges Abreißklebeband. Nächstens mache ich das Feld unbedingt heller. Man sieht nämlich nichts. Und daneben die beiden Felder, die jeweils 3 cm mal 6 cm sind für uns die Stelle, wo wir die Falzlinien anlegen, die schrägen Diagonalen. Also, wir haben hier ein Feld, das wird geklebt. Wir haben hier ein Feld, das muss man freischwingend haben. Wir haben hier ein Feld, das ist der rechte Kleberand, der kurze. Und die beiden Felder habe ich verbunden mit Diagonalen, die Ecken schräg und in diese Richtung. Und die falze ich jetzt. Und dann schaue ich gleich nochmal in meine Karte, blinzel hier mal unten durch. Genau so muss es gefaltet werden, dass es am Ende diese Form ergibt. Ja, also das wird unser Feld zum Einkleben. Das macht den Mechanismus. Immer schön prüfen, ob das alles richtig ist. Ruhig 3-mal prüfen, bevor man losklebt. Und dann kann man loskleben. Ich bin gespannt. Und zwar setze ich zuerst diese Seite auf, mache mir dazu ein Maß mittig. Jetzt weiß ich ja, das ist hier 14,5. Also setze ich mir einen kleinen Punkt bei 7,25. Wenn ich nicht sicher bin, messe ich mal in beide Richtungen. Tatsache 7,25 passt. Und dieses Feld war 6 cm, also kommt da eine Markierung drauf bei 3 cm. Jetzt mal ganz kurz überlegen, und zwar auf diese Seite. Mittig bei 3 cm. Und jetzt noch einmal, so soll es eingeklebt werden. Hier ist die Klebefläche, da ist die Klebefläche, diese auf die linke Seite, die leere Seite und diese dann gleich auf die rechte Seite. Also hier drüben Klebstoff einstreichen. Und hier soll es eingeklebt werden, damit ich das gut sehe. Kippe ich das, hier ist meine Markierung in der Mitte, die andere hier auch. Genau an den Rand kleben. Mühe schieben und gut ist das. Gut festkleben, andrücken, passt. Und den Mechanismus flach auflegen. Dann muss die nächste Linie über den Mittelfalz laufen. Den haben wir übrigens noch nicht gefalzt, also ist der nochmal dran. So. Und jetzt hier an der zweiten Klebenlasche auf der anderen Seite. Schaue ich es nochmal an. So klebe ich das jetzt gleich hier rum, und zwar indem ich das komplett lang ausstrecke. Ausfalte. So, das haben wir schon mal. Das ist super. Jetzt klebe ich hier diese Fläche schon auf, hier drüben. Denkt ja immer, das geht alles noch schneller. Also es geht schon schnell, aber es dauert dann doch seine Zeit, wenn man kleben muss. Schöner wäre gewesen, wenn ich einfarbig gehabt hätte, aber es war Tatsache mein letztes Blatt Pfauengrün. Und du weißt ja, die Farbe wird uns demnächst verlassen. Also ich glaube, da brauche ich noch was. Das kleben wir gleich hier an. Und zwar, wir gucken, dass alles schön glatt liegt von innen und außen. Auf dieses Stück Fläche, auf dieses Rechteck und auf dieses Dreieck. So, und jetzt schaue ich mir noch mal in meine Karte rein und weiß dann ganz genau, klebe gleich dieses hier oben ran. Und zwar so, dass es nachher hier so liegt. Flach. Und hier so flach liegt. Und wenn es hochgeklappt wird, wird es hier oben reingeklappt. Okay. Gut, das haben wir geklärt. Jo. Jetzt gestalte ich die beiden Felder aus.
wieder alles verschleppt, glaubst du es? Und dafür nehme ich mir jetzt meine Hühner. Also auf das... Ach, ich habe mir überlegt, ich stempel da noch was. Und zwar nehme ich hier mal so einen Hintergrundstempel hier aus den... Ja, Hintergrundstempeln, das Englisch tue ich dir jetzt nicht an. Ich nehme grüner Apfel und stempel ein wenig Boden. Noch nicht ausprobiert. Setze ich einfach hier unten so hin. Jo, kann man machen. Jetzt ist auch entschieden, die Felder nämlich quer. Einmal aufs Blatt daneben und einmal drauf. Und das ist einfach der Boden, wo ich jetzt meine Hühner aufsetze. Also, ich denke, ich nehme das Huhn mit dem Geburtstagskuchen hier oben hin. Ich klebe die auch alle flach auf. Ich hätte sie auch aufstempeln können, aber ich wollte halt ein bisschen Hintergrund haben. Und so kommen sie ein kleines Bild wenig plastischer rüber. Also Nummer 1. Und dann setze ich hier unten das Küken hin. Tanzt hier mal so eine Runde rum. Ich glaube, es tanzt so rum. Man weiß ja nie, wie Küken tanzen. Und dann haben wir hier das Alles Liebe. Und dafür nehmen wir mal den Präzisionskleber. Haben wir endlich wieder da. Ja. Neu und gesichert. Wichtig, ja, nicht, dass du denkst, geht nicht. Also eine Sicherung drin, dass das wirklich schön, Düse schön sauber bleibt. Jetzt kommen wir erstmal hier raus, bitte es üben soll. Und jetzt ein wenig Präzisionskleber auftragen. Und dann am besten die Pinzette nehmen. Und das Ganze hier draufsetzen. Andrücken, Nummer 1 und Nummer 2 ist fertig. Auf diese Felder kleben. Präzisionskleber schnell schließen. Das ist immer wichtig. Aber jetzt haben wir es. So. Andrücken. Mit Flüssigkleber hier auf die Felder kleben. Ja, doch quer. Sie sieht es manchmal nicht, glaubst du? So, Nummer 1 und Nummer 2. Gerade rücken. Jo. Das werden wir jetzt hier reinkleben. Und zwar wissen wir, so rum soll es nachher ausgeklappt aufliegen. Also setzen wir hier oben auf dieses Feld den Klebstoff. Du siehst es da oben auf das Dreieck. Und dann setze ich hier schön gerade mein Feld auf. Und das zweite Feld setze ich hier unten hin. Nein, hier unten auf das Dreieck, gleiche Sache wie eben. Hier siehst du es, auf das Dreieck setze ich dieses Feld. Ich mit ein bisschen Lücke, das passt, gerade ist wichtig. So, jetzt klappen wir schon mal eine Runde rein. Es ist reingeklappt und es klappt sich auch wieder aus. Und damit das Ganze schön gesichert ist, Moment, ist es gut. Ich muss noch ein wenig gerade rücken, es ist noch nicht ganz glücklich, aber jetzt wird jetzt noch diese Fläche hier drüben, wie vorhin schon angekündigt, also das Rechteck und das Dreieck, auch nochmal mit Klebstoff eingestrichen. Und das Ganze kleben wir jetzt hier an. Gut andrücken, festklebt und dann wird es reingeklappt.
und der Mechanismus ist fest. Ich klebe noch mal ein Stück fest. Siehst du hier? Ausgeklappt, eingeklappt. Noch einmal. Genau, und jetzt wird hier drüben noch mal gehühnert. Und zwar auf die linke Seite setze ich noch ein Huhn. Ich habe noch welche übrig. Oder wo sitzt es? Ich glaube, es sitzt, es entscheidet sich gerade nicht, das Huhn. Es sitzt hier unten. Gerade. Da hätte jetzt auch noch mal dieser Boden hingekonnt, wie hier drüben, aber das geht auch ohne. Und das fliegende Huhn setze ich hier vorne drauf. Und ich glaube, in meiner Menge an Hühnern nehme ich eins, wo im Luftballon für dich steht, damit der Beschenkte auch Bescheid weiß, dass es seins ist. Und dieses Huhn können wir jetzt mit Abstandsklebepunkten setzen. Endlich mal wieder. Weil da vorne drauf kann ja nichts passieren. Und das hat den Vorteil, wenn ich zum Schluss entscheide, das Ganze ist mir noch nicht, hält nicht ordentlich zu. Also es liegt nicht flach aufeinander. Es ist zu viel Spannung auf der Karte. Dann kann ich da noch, wie bei meiner ersten Karte, ein Band durchfädeln. Siehst du, wenn ich das hier mit Abstandsklebepunkten aufklebe. So, jetzt schauen wir doch mal die Hühnerkarte. Moment, ich habe was im Auge, ich sehe nichts mehr. Okay, für dich. Und dann wird aufgemacht und alles Liebe kommt mit ganz vielen Hühnerwünschen. 100 gute Wünsche heißt das Set, das Stempelset. 100 gute Wünsche. Oder Geburtstagshuhn. Ja, das war meine Anleitung für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts, aber du bekommst jederzeit weitere Anleitungen von mir. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.